Willkommen zu Frequent Traveler TV. Mein Name ist Lars Korsten und ich bin hier, um euch wieder frisch gepresste Themen zu bringen. 100-Jahr-Feier Lufthansa gestern mit Fritze Merz und Carsten S. aus M. in Frankfurt im Hangar One oder im Sporsoleum. Gab aber Streikeskalation. Die Frage ist auch, warum eskaliert der Streit und der Streik? Also insofern schauen wir uns das Thema an. Dann haben wir 5-fache Punkte bei Booking.com und Lufthansa macht wieder einen Flug nach Kapstadt. Und zwar nennt man das dann einen Miles and More Only Flug. Ich weiß gar nicht, wie war der Name? Hab schon wieder verdrängt. Aber auf jeden Fall große Anteilnahme. Heißt also, die Business Class und die First Class sind sogar schon weg. Ein Hon-Kollege konnte sogar den First Class Platz sichern. Also insofern alle News dazu. Ihr denkt dran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch aufs School zu kommen, zu diskutieren. Ja, Lufthansa wird 100 Jahre alt und der Streik eskaliert. Man hat so eine Gefühlslage, dass die Streikeskalation irgendwie erst seit ein paar Jahren so eskaliert, und so ist es ehrlicherweise auch. Denn während 100 Jahre Lufthansa gefeiert wurde, Fritze Merz Reden gehalten hat, Carsten S. und andere Leute, ist es so gewesen, dass es vor der Tür eskaliert ist. Die politische Rückendeckung trifft halt auf massive operative Probleme. Gestern sind auch einige Kollegen nicht zur Feier gekommen, weil Lufthansa Flüge ausfallen lassen musste. Und die mehrtägigen Streiks der Vereinigung Cockpit, aber auch der UFO, also Piloten und der Kabine, sind 5 Tage in Folge. Das ist eine sehr seltene Eskalationsstufe. 20.000 Flugbegleiter sind betroffen. Da geht es halt wirklich um Arbeitspläne, Dienstzeiten, aber auch um Ruhegeld, Betriebsrenten und natürlich auch um Sozialplan bei der Cityline. Die Schließung ist ja seit 2024 bekannt. Ja, das Jubiläum ist halt wirklich ein kompletter Marketing-Totalschaden. Eigentlich sollte es ein PR-Highlight werden, ist halt komplett abgestürzt. Dann weiter ist natürlich so, dass wir klar als Passagiere kämpfen, ob wir überhaupt Lufthansa buchen sollen. Ich selber habe noch ein paar Flüge, die ich buchen muss, und ich weiß gar nicht, ob ich auf Lufthansa gehe. Der Status verliert halt an Wert, wenn die Operation nicht funktioniert. Loyalty wird durch Unzuverlässigkeit untergraben. Lufthansa versucht natürlich parallel die Kosten zu drücken, Premium-Position aber zu halten, was natürlich strukturell zu Widersprüchen führt, und da fängt es dann auch im Gebälk an zu knarzen und zu knacken. Weniger Fliegen ist keine Option, sagte Fritze Merz. Klar, er selber fliegt ja auch, hat ja, glaube ich, 2 Flugzeuge. Aber Karl Ludwig Clay, auch bei der Lufthansa, sagt, Selbstbezogenheit ersetzt Sozialpartnerschaft. Ja, klar ist der Streikzeitpunkt bewusst gewählt, um maximalen Druck, maximale Schmerzen auszulösen. Und die Frage ist aber, ob Deutschland ein anderes Streikrecht braucht bei der Lufthansa. Weil wir müssen ja ehrlicherweise sagen, die Zeiten haben sich geändert, und ich bin nicht mehr so auf der Seite der Streikenden, weil ehrlicherweise früher war es ja so, dass die Firmen die Leute ausgebeutet hatte, man konnte sich nicht dagegen wehren, und heute reden wir aber über ein Problem, was eher dem Wirtschaftsstandort Deutschland, der Reputation Deutschlands, aber auch ansonsten Deutschland schadet. Deshalb bin ich da so ein bisschen von dem Thema ab, aber lass uns gleich darauf eingehen. Klar ist es hier, dass die Public Relations und die Reality natürlich auseinanderklatschen, und Perception ist leider Reality, und da muss man ehrlicherweise sagen, die Perception ist schlecht, weil die Performance war schlecht, und die Leute, die bei dem Event waren, sehen halt auch die Auswirkungen. Ja, ist Lufthansa eher eine Problem-Airline, oder soll man Problem-Bär sagen, oder eine Premium-Fluggesellschaft? Die Frage ist, warum der ganze Streik im Moment so eskaliert und warum man das Ganze hat, weil es nicht auf einzelnen Forderungen basiert, sondern auf grundlegenden Strukturproblemen der Lufthansa Airlines. Die Kernmarke ist wirtschaftlich schwach, während der Konzern insgesamt profitabel ist. Lufthansa Airlines hat ja einen Gewinn von 148 Millionen mal gehabt, Marge 0,9, Gewinn und so weiter, 1,96 Milliarden. Aber
Die Frage ist halt, ist das nachhaltig, ist das toll? 600 Millionen Gewinn bei deutlich kleinerer Flotte. Das Ziel ist natürlich 8 bis 10% Marge zu bekommen. Gibt 3 konkurrierende Gewerkschaften. Man sieht ja auch, wie die UFO, aber auch die Vereinigung Cockpit gegenüber der Verdi abstinken im Moment als Spartengewerkschaft. Klar, und dann gibt es für die Fluggesellschaft noch die 261 2004, Entschädigung bei Streik im Hause. Ja, ich denke mal, dass die historischen gewachsenen Tarifverträge aus Staatszeiten klar sind, aber sie sind halt mit dem globalen Wettbewerb nicht mehr kompatibel. Lufthansa steckt halt in Fesseln, die sie leider selber sich angelegt hat. Und das wenige, was sie verteilen können, ist, glaube ich, anscheinend schon verteilt. Ja, also der Konflikt ist wohl strukturell, nicht temporär. Man muss halt alles neu aufstellen gegen Widerstand. Da muss man Carsten S. aus M. natürlich sagen, da hat er einiges dann richtig gemacht mit den AOCs und das macht dann auch Sinn. Aber wir müssen ehrlicherweise nochmal auf das Thema zurückkommen, ob der Streik gerechtfertigt ist oder nicht. Also da tue ich mich mittlerweile sehr schwer, weil es ein Luxusproblem ist, was viele Leute haben. Ich kann das nachvollziehen, aber die Frage ist eher andersrum. Warum können die Leute nicht von den Gehältern leben? Teilweise, weil sie nämlich zu viel Steuern zahlen. Die Steuern sind das Problem. Also insofern könnt ihr natürlich dazu etwas sagen. Ja, Member-Only-Flüge waren es beim Miles & More. Da gibt es jetzt einen nach Kapstadt. Und zwar mit der Lufthansa ab Frankfurt mit der 787-9 und ab München mit der 350-900, die natürlich eine First Class hat. Senator Vorkaufsrecht, Horn-Circle Vorkaufsrecht, Buchung nur telefonisch. Der Zusatz sind halt die Events, die Partner und auch das Community-Event. Das heißt, also man kann da Leute kennenlernen. Weg vom reinen Transport, man möchte Experience, man möchte Wärme, Liebe und so weiter kreieren. Es ist sehr viel Nachfrage. Und man hat ja gesehen, wie bei Qantas sogar 380er damit voll wurden, dass man Member-Only-Flüge auf Meilen zu kaufen gibt. Und das Reiseerlebnis ist natürlich absolut im Hintergrund, denn es geht um Community, es geht da halt wirklich um die Experience. Jetzt kann man natürlich sagen, sind 215.000 Meilen gerechtfertigt für so einen Flug? Oder ist das halt ein Marketingprodukt? Und man macht halt auch Verknappung, System und so weiter. Also ich bin dann gespannt, wie ihr das seht, ob ihr das als echten Mehrwert seht oder als Gimmick, zumal ja nur wenige Leute halt in die First Class oder die Business Class kommen, siehe Horn-Circle Senatoren bevorzugt. Da könnt ihr gerne auch etwas zu sagen. Wer bei Booking.com buchen möchte, kann dort 5 Meilen pro Euro bekommen. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist nicht ganz so prickelnd, weil die 5 Meilen natürlich ein Trade-off sind. Weil wenn ihr Hotels zum Beispiel bucht, dann bekommt ihr diese 5-fachen Meilen zwar bei Miles & More, aber beim Hotel keine Statusvorteile und so weiter. Es gibt natürlich Ausnahmen. Aber ehrlicherweise ist es so, dass es halt jetzt nicht die Epiphany ist. Aber für jemanden, der zum Beispiel ein Hotel irgendwo buchen muss, wo es nicht die bevorzugte Marke gibt, und einem der Preis dann wichtiger wird, dann ist das doch durchaus interessant. War das bei Radisson? Ihr könnt das ja gerne mal schreiben, bei welcher Hotelkette man trotzdem Statusvorteil bekommt, auch wenn man beim OTA bucht. Da könnte ich von euch eventuell noch ein paar Hinweise gebrauchen. Aber man kann als Fazit heute wirklich sagen, Frage des Tages zuerst zu dem Thema. Würdet ihr auf Hotelstatus verzichten, nur um die Meilen zu bekommen? Das ist eine Frage. Aber als Fazit kann man heute nur sagen, dass natürlich Lufthansa wirklich eine riesen PR-Katastrophe hatte und der Umbruch wichtiger denn je ist und dass man das Ganze umbaut im Konzern, ist natürlich absolut klar und wichtig. Und Arbeitskämpfe werden nicht nur zum Dauerzustand in Europa anscheinend, sondern auch in Deutschland bei der Lufthansa. Weil Lufthansa kämpft natürlich ums Überleben. Ehrlicherweise mit der Klassik hat man da keinen guten Stand im Moment. Auch Loyalty geht eher in Experience und Verknappung. Und da muss man halt wirklich gucken, wie es geht. Ihr denkt wirklich dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren und auf School zu kommen und die Frage des Tages zu beantworten. Ist Lufthansa ein Problembär oder noch Premium?
und wird die Lufthansa verkleinert in Zukunft, also die Klassik. Ist das ein Weg, der nicht anders geht? Da bin ich mal gespannt, wie ihr es seht. Ich freue mich auf eure Nachrichten und bis zur nächsten Sendung. Ciao.